Im Teil 2 meines Reiseberichts geht es von Freiburg über die Stationen Thann, Besançon, Châlons, Saint-Saëns, Cluny, Roanne nach Le Puy. Nach der Überquerung des Rheins komme ich in ein großes Waldgebiet. Zum ersten Mal einsam mit Bäumen und Vögeln. Es ist ein schöner Weg. Es ist schön, entlang zu radeln und die Gedanken kommen und gehen zu lassen. Immer weiter dem Weg entlang, immer weiter auf dem Weg. Einen Abstecher zur historischen Stadt Colmar lasse ich mir nicht entgehen. In Colmar befinden sich zahlreiche bedeutende Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der Renaissance, die der Altstadt über die Jahrhunderte ihren Charakter gegeben haben. Vor uns sieht man die Berge. Ja, da müssen wir jetzt drüber. Es wird noch hart nach 51 Kilometer Fahrt jetzt. Schönen Ausflug in Colmar. Schauenbergweg, ein Teil des Caminos, sehr anstrengend, weil nicht befestigt und sehr, sehr steil. Habe heute Nacht in einem Campingplatz hier in Isenburg übernachtet. Es war extrem regnerisch, wo ich angekommen bin, und ich habe zum ersten Mal mein Zelt aufgebaut. Es hätte keiner zuschauen dürfen. Es war dann leicht nass innen, aber über die Nacht ist es dann wieder getrocknet. Heute Morgen ist das Wetter wieder, ja, eigentlich einigermaßen annehmbar. Noch nicht sonnig, aber es soll unglaublich sonnig werden. Ich freue mich auf die Tour heute nach Thann rüber und folge dem Komootpfad und hoffe, dass ich nicht so arge, naja, für E-Bike schwierige Pfade erwische. Hier sind wir auf dem Camino, direkt auf dem Camino, vermutlich fußläufig. Also hier mit dem E-Bike fahren ist mir zu gefährlich. Ich bin abgestiegen, schiebe das Rad nach unten, beziehungsweise bremse es nach unten. Ja, es ist sehr, sehr holprig hier. Ich muss mal schauen, ob ich unten auf einen anderen Weg komme. Der hier gefällt mir nicht so ganz. Wird immer extremer. Also das als E-Bike-Weg auszuweisen ist nicht okay. So liebt man es. Getierte Wege, es geht zwar steil hoch, aber so kann man E-Bike fahren. Kein Thema. Ja, wunderbare Kirschen hier zum Essen. Tolle Effekte. Brotzeit hier mit echt französischem Baguette. Einmal und echt französischer Salami. Ja, super. Können wir jetzt brauchen. War eine anstrengende Tour bis jetzt. Ziemlich viel über fürchterliche Wege.
Das Münster von Thann gehört trotz seiner geringen Größe zu den großartigen gotischen Architekturen im Süden des mittelalterlichen Reiches. Es hat uns mit seinen bunten, glasierten Ziegeln und dem gotischen Prunkportal sehr beeindruckt. Hier mal ein Weg, wo man mit dem Fahrrad, wenn man es liebt, nicht fahren kann. Wahnsinns-Schotterpiste, völlig ungeeignet für Fahrer. So Waschstellen, wo man dann den Waschlappen waschen kann. Tempo drauf. Wieder eine wunderbare Waschstelle hier. Fonte. Oh, ich kenne leider kein Französisch, aber für die, die Französisch lesen können. Besançon. Ja, wir fahren gerade entlang dem Rhein-Rhone-Kanal, einem wunderschönen Radweg, aber es hat sich unglaublich gelohnt, vom Jakobsweg abzuweichen und hier diesen Weg zu fahren. Oh, we're so slow. Hier fahren die Schiffe ein, ist nicht arg breit, vielleicht 5 Meter, und dann geht es hier durch. Wir stehen hier auf der Brücke und da ist dann die zweite Schleuse und danach geht es dann locker mal 3 Meter runter. Ganz ruhig, das sieht aber ein bisschen irgendwie. Besançon, die Festung. 2,5 Kilometer vor Besançon. Tunnel de la Citadelle. Kopf einziehen.
Ja, hallo, hier sind wir jetzt auf dem Weg, dem Rhein-Rhone-Kanal folgend. Wunderschön über den Eurovelo 6 fahren wir gerade und unglaublich schöne Radwege, alles geteert und eine schöne Landschaft. Hier sind wir jetzt etwas oben, nachher kommen wir wieder runter an den Rhein-Rhone-Kanal, wunderschön. Ich glaube, eine ganz gute Alternative für den Jakobsweg, der ja mitten durchs Land führt hier. Nach so einem Tag bei 30 Grad, über 30 Grad im Schatten, ist jetzt eine Abkühlung notwendig. Ab in den Kanal. Oh, ist das herrlich. Yeah. Schau. Jetzt geht's tief runter. So, ein bescheidenes Radlerfrühstück mit einem Kirschenbox, richtig schön. Joghurt für die Ida. Aspik, das abligotische Baguette und ganz lecker einer Salami zum Frühstück. Und Ziegenkäse mit Lachs. Ja, das sind so die bescheidenen Radlerfrühstücke. So, wer Lust hat, den Jakobsweg zu fahren, das ist die Realität hier. Single Trails. Hier geht ja noch. Aber die Schlammlöcher sind immer ganz lustig. Ein Vorteil hat so ein Wetter, man kann baden gehen. Wunderschön hier, einsam und verlassen. Eine schöne Stelle zum Baden im Fluss. Und es fliegen extrem viele Libellen hier. Ja, so lässt sich's leben.
So soll es jetzt 10 Kilometer weit gehen. Ich kann es kaum glauben. Ja, liebe Leute, französisches Zentralmassiv, mindestens schon die 3. Steige jetzt. Völlig fertig, der Akku ist auch fertig. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwo laden. Ja, jetzt schauen wir einfach mal da raus. %, Gefälle, was wir vorher hochgeradelt sind, Akku rausgeschossen haben, geht es jetzt runter. Noch 18 Kilometer, ein Fahrradweg nach dem anderen. An jeder Kreuzung sind diese Barrieren, dass man aufpasst, das ist auch gut so. Wenn man so im Trott drin ist, dann würde man die Straße glatt übersehen. So, beschleunigen. Heute Nacht hatte ich eine super Airbnb-Unterkunft bei Philippe, ein total netter Fotograf, der in ärmlichen Verhältnissen wohnt, und es war einfach nur schön. Dank Google und Übersetzer konnten wir uns richtig gut unterhalten, er in Französisch, ich in Deutsch, und haben viel Spaß miteinander gehabt. Dich rühmt der Morgen, leise verborgen, singt die Schöpfung dir, Gott dir liebt. Es will erklingen in allen Dingen und in allem, was heut geschieht. Du füllst mit Freude der Erden Weite, gehst zum Geleite an unserer Seite, bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. Sonnen erfüllen dir deinen Willen, sie gehen und preisen mit ihren Kreisen, der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind. Wunderbare Kirschen zum Frühstück. Und die schmecken.
Ja, ich befürchte, dass ich da drüber muss. Ich glaube, jetzt suche ich einen Campingplatz, schlafe nur mal gut aus und dann geht es über das Mittelgebirge hier. Morgen nach Le Puy, Richtung Le Puy, nochmal 2 Tagesetappen. Also von Roanne nach Le Puy in 3 Tagesetappen. So, hier wird es nach oben gehen, auf fast 1000 Höhenmeter. So, jetzt geht es aber hoch hier. Da oben steht eine Madonna. Selbst mit Turbo extrem steil. Immer höher, höher, höher. Wunderbar. Ich schraube mich gerade eine Serpentinenstraße hoch. Teilweise mit 15, 16 Grad Steigung. Ganz schön hart. Vor allem der Akku geht zur Neige, wenn man dauernd mit Turbo fährt. Aber an den ganzen Steilstücken, da war es teilweise so hart, dass ich es fast im ersten Gang und Turbo nicht geschafft habe, hochzukommen. Teilweise musste ich das Fahrrad schieben. Belohnt wird man dafür mit einer richtig herrlichen Aussicht. Hey Leute, schaut mal her! 1114 Meter Höhe habe ich geschafft und der Akku ist alle. Okay, meiner auch. Ja, hier auf dem Höhenzug sind wir jetzt auf dem Camino unterwegs. Immer wieder sehe ich das Zeichen. Sehr schön, dass es auch mal den Camino entlang geht mit dem E-Bike. Manche Wege sind einfach nicht befahrbar, wenn es zu schottrig ist, grob schottrig oder richtige Wanderpfade. Da würde man nicht vorwärts kommen. So aber kommt man wunderbar vorwärts und dieser Weg ist wunderschön. Bei nächster Möglichkeit links. In 70 Metern an der Gabelung links auf Nebenstraße. Der zweite Anstieg auf dieser Tour ist geschafft. Nochmal, glaube ich, 700 oder 800 Höhenmeter. Ja, irgendwie komme ich so langsam richtig in einen Rausch vom Fahren. Es macht überhaupt nichts aus. Der Akku schiebt. An der letzten Stelle war ein Campingplatz und an diesem Campingplatz habe ich eigentlich gedacht zu übernachten. Aber dieser Campingplatz hatte keine Toiletten offen wegen Covid. Und dann dachte ich, fahre doch einfach weiter Richtung Le Puy. Habe jetzt noch den zweiten Anstieg gemacht und kann irgendwie gar nicht aufhören. Es macht so Spaß. Eine unglaubliche Landschaft hier. Und hier darf ich einfach durchfahren. Wunderschön. Nach einer wunderbaren Nacht auf dem Campingplatz neben einem Fluss starte ich in den heutigen Morgen. Die Sonne scheint, ich denke heute Mittag wird es wieder recht warm. Jetzt ist es angenehm kühl, ich bin ja hier auch noch etwas höher. Und die Landschaft, ja, sie mutet an wie der Schwarzwald mit den hohen Bergen hin. Die
grünen, satten Wiesen, obwohl es ja eigentlich jetzt schon Wochen hier nicht mehr richtig geregnet hat. Ja, ein Traumtag erwartet mich. Angekommen in Le Puy und gleich geht es hier hoch mit 15 Grad. Mal sehen, ob ich vom Fahrrad runterkomme. Ja, dann geht es hier hoch. Shit, der Etappe. Ja, gehen wir mal rein. Hier ein kleiner wunderbarer Innenhof. Hier steht ja schon mein Fahrrad. Hier der Empfangsbereich. Hier ein klassisches Pilgerzimmer, eine Koje voll mit Tüten und Schlafsachen, ein Schrank. In Le Puy ist mein erster großer Pausentag. So ist Zeit für einen ausgedehnten Stadtrundgang. Es gibt viel zu entdecken. Die Linsen aus Le Puy und die Klöppelkunst sind weltbekannt. Am Nachmittag kommt noch ein Gewitter auf und ich sitze unter einem Schirm und genieße das rege Treiben einer französischen Kleinstadt.